Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute wieder mal an der Spartenau und ich gehe heute von da über die Lamprecht-Alm und die Wimmeralm erst Richtung Riesenplateau über und dann auf die Hochriss und später über die Seiten und dann wieder runter. Auf geht's! Ihr werdet bald merken, da hat es noch eine kleine Planänderung gegeben, kurzfristig. Wir sind im ersten Stück Steig unterwegs. Ich habe gerade die Straße überquert. Dann gehen wir zur Betonstraße rauf, die von der Mittelstation links rüberkommt. Da geht es jetzt ein Stück hinauf und dann gehen wir links weg Richtung Lamprecht-Alm. Da rechts ging es rüber zur Dorgelalm. Da biegen die ersten gleich rechts ab und kehren schon ein. Heute geht es nicht den gewohnten Weg wie die Viere da vorne, sondern wir biegen jetzt einmal links ab und gehen Richtung Lamprecht-Alm weiter. Mitte April. Aber sie sind schon da, die Maispitzen. Die neue Verästelung vom Baum. So manche Kräuterhex kann daraus einen Sirup machen, einen Hustensaft. Aber man muss halt auch daran denken, dass der Baum bis zu 4 Jahre braucht, bis er das Abpflücken wieder ausgeglichen hat. Das kostet ihm enorm viel Kraft. Wir sehen rüber zum Heiberg und zur Wasserwand und auch hinaus Richtung Wendelstein. Wir sehen auf dem Moser Bonaweg. Da sind wir ja vor kurzem vorbeigekommen auf dem Weg zur Hochrisnauf. Rechts unten ist die Lamprecht-Alm und wir halten uns links Richtung Wimmeralm und kommen schon praktisch unter die Seitenalmer raus. Da sehen wir rüber auf die Strecken, die von rechts unten raufkommt, von der Spartenau. So gingen die meisten. Da hat man dann die Stufen in der Wiesen drin und da stapfen die Leute auf der Reihe nach. Wir gingen aber heute auch unter anderem eine Variante über die Ebersberger Alm, die man da hinten sieht. Und jetzt zeige ich euch noch das Kreuz von der Wimmeralm, das wirklich schön da herumsteht.
Wir kommen an der Wimmeralm vorbei, auf 1251 Meter. Da haben sie es mal an die Hauswand hingeschrieben. Dann wissen wir Bescheid. Da drüben steht auch schon ein ganz Rudel Leute, die scheinbar beraten, wie es weitergeht. Ich zeige euch heute zwei Varianten. Einmal gerade rauf über die Seitenalmer, ganz kurz angeschnitten, und dann aber links, wo man jetzt schon hinter sieht, bis zur Ebersberger Alm und dann rauf. Als erste Variante zeige ich euch den Weg über die Seitenalmer. Ich gehe kurz drauf ein und zeige euch die wesentlichen Steine. Der ist stufig, der Weg, und zwar fast über die ganze Strecke. Es ist dafür mehr Sonne da hervorn. Das war es halt auch viel Menge. Heute ist es aber relativ warm und ich gehe jetzt als erstes dann auf, weil eben noch nicht so viele Leute unterwegs sind und weil es später wahrscheinlich ganz schön heiß wird da hervorn. Da zeige ich euch dann lieber beim Runtergehen die andere Variante über die Ebersberger Alm. Ich muss sagen, mehr Aussicht beim Raufgehen hat man da hervorne auch. Es ist halt immer die Frage, was einem lieber ist. In der Sonne gehen oder lieber im Schatten rauf und vielleicht einmal in der Sonne runter. Heute mache ich es umgekehrt, weil es wahrscheinlich richtig warm wird heute Nachmittag. Die zweite Variante zeige ich euch im Anschluss. Da gehen wir dann ab der Wimmeralm links und gehen hinten über das Riesenplateau und dann rechts auf die Hochriesen auf. Wir gehen gerade vorbei an der letzten Seitenalm. Bis zu dem nächsten Schuldel, das man da oben schon sieht. Da geht es dann für uns links weiter. Zwar mit weniger Stufen, aber dafür im oberen Teil deutlich storniger. Es steht noch kein Weidevieh auf der Alm. Dann kann ich euch noch einmal mit der Drohne einen kleinen Rundumblick zeigen, wo wir am Schluss noch mal auf die Ebersberger Alm hinten sehen, wo wir dann die zweite Variante vorbeigehen. Und schon sind wir wieder auf dem flachen Stückel zur Hochrissführe. Wir sind schon wieder herum an der Hochriss, gleichzeitig am Hochrisshaus. Schauen wir mal kurz rüber, ob Gleitschirmflieger da sind. Einen habe ich schon fliegen gesehen. Aber im Moment schaut es aus, als ob sie alle Mittag machen. Wen die zweite Variante interessiert, die geht jetzt praktisch nach dem kurzen Gipfelrundumblick wieder bei der Wimmeralm unten los, aber als erstes Richtung Ebersberger Alm hinten, wie ich es schon angekündigt habe. Zur Ebersberger Alm geht es ziemlich flach rüber, teilweise sogar mehr ein bisschen bergab. Und direkt vor der Alm geht es dann rechts rauf. Der Steig, der von da unten raufkommt, das ist der, den wir über den Moser-Bonn raufgekommen sind.
So, wir kommen zur Ebersberger Alm rauf. Und da, man sieht schon, geht es für uns auf der 216 rechts auf, Richtung Riesenplateau. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, da habe ich ein bisschen gemogelt. Das habe ich beim Runtergehen aufgenommen in der anderen Reihenfolge. Drum stimmt der Sonnenstand oft nicht. Aber es gibt mir die Möglichkeit, dass ich euch heute eine zweite Variante zeige. So, jetzt sind wir raus aus der Sonne. Die ist ja heute schon ganz schön warm zum Aufgehen. Jetzt geht es schattiger weiter bis hinüber zum Riesenplateau. Da sind wir noch hinunter auf Greinbach und auf die Käseralm, glaube ich, sagt man. Oder so wird es geschrieben. Und natürlich hinaus bis zum Simsee. Ansonsten ist es heute relativ trüb. So, wir kommen zu einer Stelle, da kommt der Gelenkgraben von links rauf. Den gibt es als Teilstrecken zum Anschauen bei mir. Der hat es aber echt in sich. Den tue ich euch einmal in die Infokarten rein. Und für uns geht es jetzt ziemlich ein bisschen steiler in Endspurt Richtung Riesenplateau auf. Ja, wir sind am Riesenplateau herum. Da kann man links zum Riesenberg gehen oder eben rechts zur Hochriesen auf. Es liegt sogar noch ein bisschen Schnee herein, wo die Bäume einen Tag über einen Schatten geben. Wir sehen schon auf zum Hochrieshaus. Und von rechts kommen die mit der Bahn rauffahren. Da gibt es noch einen ganz schönen Aussichtspunkt Richtung Südwesten über. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf die ganzen Krokos draufsteigen, die da die Frühjahrssonne aufgelost. Sehen wir über zur Kampenwand, zum Riesenberg und dahinter zum Chiemsee. Und darüber taucht die Rosalm und der Geigelstau auf und ganz rechts drüben der Kaiser. Ankunft auf der Hochriss von der anderen Seite. Man sieht schon, es sind sehr, sehr viele Leute herum. Die Bahn fährt wieder. Das erklärt alles. Da haben sie halt natürlich bloß ein ganz kurzes Stückerl rauf.
Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.